Wie konnte es dazu kommen, dass eine Kirche, die über 1000 Jahre vereint war, in zwei feindliche Welten zerfiel? Dieses Video zeigt dir die wahre Geschichte des großen Schismas von 155, dem Zeitpunkt, als das Christentum in zwei Teile zerbrach. Die westlichen Katholiken und die östlichen Orthodoxen. Aber Vorsicht, dies ist nicht nur eine theologische Geschichte. Es handelt sich um eine Intrige aus Macht, Stolz, Verrat und kulturellen Unterschieden, die seit Jahrhunderten im Entstehen begriffen ist. Bleib bis zum Schluss, denn diese Spaltung zu verstehen, ist das Verständnis der Wurzel einer Teilung, die die christliche Welt bis in die Gegenwart prägt. Hast du dich schon mal gefragt, weshalb es zwei große Zweige des Christentums gibt, die so ähnlich und doch so unterschiedlich sind? Denke an einen prunkvollen Baum, dessen Stamm sich nach einem gemeinsamen Wachstum von 1000 Jahren in zwei riesige Äste teilte. Diese wuchsen getrennt, aber parallel weiter, nährten sich aus denselben Wurzeln, entwickelten sich jedoch unterschiedlich. So könnten wir uns vergegenwärtigen, was mit der christlichen Kirche vor fast 1000 Jahren geschah, als der Bruch erfolgte, den wir als das große Schisma von 1054 kennen. Die Geschichte fängt nicht wirklich im 11. Jahrhundert, sondern bereits in viel früherer Zeit. Es handelt sich um eine Erzählung, die Macht, Kultur, Sprache und natürlich auch Glauben thematisiert. Sie erzählt zudem von der Möglichkeit, dass sich über Jahrhunderte angehäufte kleine Differenzen zu so tiefen Kluften entwickeln, dass sie unüberwindbar scheinen. Im Westen kennen wir das katholische Christentum, dessen Zentrum in Rom ist und dessen Hauptfigur der Papst ist. Im Osten hingegen, von Griechenland bis Russland, gedeiht eine andere Ausdrucksform des Christentums, die ebenso alt und reich ist, die Orthodoxie. Wir müssen eine Reise durch Zeit und Raum unternehmen, entlang der Küsten des Mittelmeers, von den Straßen Roms bis zu den goldenen Kuppeln Konstantinopels, um diese Teilung zu verstehen. Wir müssen uns eine Welt vergegenwärtigen, in der das Christentum noch jung war, die Distanzen enorm und die Kommunikation langsam war, in der die kulturellen Unterschiede zwischen dem hellenistischen Osten und dem lateinischen Westen bereits spürbar wurden, noch bevor die Religion selbst legal wurde. Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass es nicht nur um einen theologischen Streit geht, obwohl dieser auch eine Rolle spielte. Es handelt sich um eine Geschichte, die menschlicher nicht sein könnte, über Identität und Zugehörigkeit, sowie über unsere Deutung unserer Beziehung zum Göttlichen. Sie handelt von Päpsten und Kaisern, von gewöhnlichen Menschen und Mönchen, sowie von Patriarchen. Ihr Leben wurde durch Entscheidungen geprägt, die in weit entfernten Kathedralen und Palästen getroffen wurden, obwohl wir einen spezifischen Moment, das Jahr 1054, das als Datum des großen Schismas in die Geschichte einging, betrachten werden wir erkennen, dass die Realität viel komplexer war. Der Bruch vollzog sich nicht abrupt, sondern war die Folge eines langwierigen Prozesses, der bereits vor Jahrhunderten seinen Anfang nahm und der in gewisser Hinsicht bis heute in den Bestrebungen um die Versöhnung dieser beiden bedeutenden christlichen Traditionen fortbesteht. Bevor wir uns eingehend mit dieser fesselnden Geschichte beschäftigen, müssen wir einige Begriffe klären, die uns dabei helfen werden, die Erzählung besser zu verstehen. Wenn wir die Begriffe katholisch und orthodox verwenden, ist uns deren ursprünglicher Sinn nicht immer bewusst. Das Wort katholisch leitet sich vom griechischen katholikos ab, was universal bedeutet und eine Kirche beschreibt, die die gesamte Welt umfasst, gemäß dem Auftrag Jesu an seine Jünger, in die ganze Welt zu gehen und Jünger aus allen Nationen zu machen. Wir werden in unserem Bericht zwar zur Vermeidung von Verwirrungen den Begriff orthodoxe Kirche verwenden, aber es ist interessant zu wissen, dass die offizielle Bezeichnung der orthodoxen Kirche katholisch-apostolische orthodoxe Kirche lautet. Auch der Begriff orthodox aus ihrer Perspektive hat griechische Wurzeln und kann mit richtiger Glaube oder richtiger Lobpreis übersetzt werden.
Dies verdeutlicht ihr Engagement, den ursprünglichen Glauben unverändert zu bewahren. Jede der beiden Kirchen sieht sich als den wahren Erben der von Christus und seinen Aposteln gegründeten Urkirche. Auch beide Traditionen sehen sich als apostolisch an, was ein weiterer zentraler Begriff ist, dessen Bedeutung es zu erfassen gilt. Mit diesem Wort wird die ununterbrochene Nachfolge der ursprünglichen Apostel beschrieben. Eine Kirche als apostolisch zu bezeichnen bedeutet, dass ihre gegenwärtigen Bischöfe die direkten Nachfolger derjenigen sind, die von Jesus gesandt wurden. Das Wort Apostel bedeutet genau Gesandter, um das Evangelium zu verkünden. Um zu begreifen, wie die beiden Kirchen ihre Autorität und Tradition legitimieren, ist diese apostolische Sukzession grundlegend. Es sollte hervorgehoben werden, dass die beiden Kirchen sich trotz ihrer Trennung in vielerlei Hinsicht ähnlicher sind, als sie voneinander trennt. Sie anerkennen die gleichen 7 Sakramente, verehren die Jungfrau Maria und die Heiligen, feiern die Eucharistie als Mittelpunkt ihres liturgischen Lebens und teilen sich die ersten Jahrhunderte der Geschichte sowie zahlreiche Heilige. Ein Katholik, der zum ersten Mal eine orthodoxe Kirche betritt, würde viele ihm vertraute Elemente erkennen. Und umgekehrt. Obwohl diese Terminologie technisch wirkt, ist sie hilfreich für unser Verständnis. Die Unterschiede, die zur Spaltung führten, betrafen nicht nur Worte, sondern auch deren Spiegelung unterschiedlicher Auffassungen von Glauben, Autorität und Tradition. Wie wir noch sehen werden, war es nicht nur eine Frage der abstrakten Theologie, sondern auch, wie diese in den sich zunehmend voneinander unterscheidenden kulturellen, sprachlichen und politischen Kontexten zwischen dem griechischen Osten und dem lateinischen Westen praktiziert wurde. Wenn wir heute die Welt aus der Luft betrachten und sehen könnten, wo diese beiden bedeutenden christlichen Familien vertreten sind, würden wir eine faszinierende Karte entdecken, die alte, imperiale Grenzen und Migrationsrouten widerspiegelt. In Osteuropa und Eurasien dominiert die orthodoxe Kirche die religiöse Landschaft und sie stellt den vorherrschenden Glauben in Ländern wie Griechenland, der Wiege ihrer liturgischen Tradition, und Russland, ihrem bevölkerungsreichsten Bollwerk, dar. Orthodoxe Mehrheiten sind auch in der Ukraine, Rumänien, Serbien, Bulgarien, Georgien, Zypern und Teilen des Nahen Ostens zu finden, insbesondere in historischen Gemeinschaften in Syrien, Libanon und Ägypten. Diese Verteilung geschieht nicht zufällig. Trägt man sie auf eine Karte des alten römischen Reiches ein, so zeigt sich, dass sie beinahe exakt mit dessen östlicher Hälfte übereinstimmt. Jener Region, in der Griechisch die Lingua Franca war und in der das Byzantinische Reich noch lange nach dem Untergang Roms fortbestand. Konstantinopel, das heutige Istanbul, war über Jahrhunderte das Zentrum des östlichen Christentums, dessen kultureller und religiöser Einfluss sich nach Norden zu den slawischen Völkern und nach Osten entlang der Handelsrouten mit Asien ausbreitete. Dagegen hat die katholische Kirche ihren Sitz in Rom und ist in Westeuropa und Südeuropa dominant vertreten. Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Polen, Österreich, Ungarn, Kroatien, Litauen und Irland. Doch ihre Reichweite ist infolge der europäischen Kolonialexpansion tatsächlich global. Lateinamerika ist überwiegend katholisch und es existieren bedeutende Gemeinschaften in Afrika, insbesondere in ehemaligen französischen, belgischen, portugiesischen und spanischen Kolonien. Die über Jahrhunderte von Spanien kolonisierten Philippinen stellen die Hauptfestung des Katholizismus in Asien dar. Die Zahlen zeigen diese weltweite Verteilung. Die orthodoxe Kirche hat weltweit zwischen 225 und 300 Millionen Gläubige, während die katholische Kirche etwa 1,4 Milliarden Gläubige versammelt und somit die größte christliche Konfession ist. Diese Zahlen vermitteln jedoch nicht das vollständige Bild, denn die historische Tiefe und der kulturelle Reichtum der Orthodoxie übersteigen die Zahlen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Diaspora dieses Panorama verändert. Die Auswanderung
Aus orthodoxen Ländern hat zur Entstehung orthodoxer Gemeinden in westlichen Städten geführt, wo solche zuvor nicht vorhanden waren, während Bevölkerungsbewegungen aus katholischen Regionen dasselbe in traditionell orthodoxen Gebieten bewirkt haben. Katholische und orthodoxe Kathedralen sind in kosmopolitischen Städten wie New York, London oder Paris in geringer Nähe zueinander zu finden. Sie dienen als visuelle Erinnerung daran, dass diese alten christlichen Traditionen einst vereint waren, nun aber Seite an Seite in unserer modernen Welt koexistieren. Die katholische Kirche ist bekannt für ihre hierarchische Struktur unter der Führung des Papstes, während die orthodoxe Kirche eine ganz andere Organisation aufweist, die ihr einzigartiges Verständnis von geistlicher Autorität widerspiegelt. Christus wird von den Orthodoxen als das einzige wahre Haupt der Kirche angesehen und kein menschlicher Führer kann die höchste Autorität über die gesamte Kirche beanspruchen. Diese Perspektive hat eine Struktur geformt, die wir als eine Gemeinschaft von autokephalen, unabhängigen Kirchen beschreiben könnten, die den gleichen Glauben teilen und miteinander verbunden sind. Im Herzen dieser Struktur stehen die Patriarchen und Bischöfe, die den ältesten und angesehensten Kirchen vorstehen. Der am stärksten international wahrgenommene Patriarch ist der von Konstantinopel, Bartholomäus Shimon, der dieses Amt seit 1991 bekleidet. Sein Titel als ökumenischer Patriarch sowie sein Status als Primus inter pares, Erster untergleichen, verschaffen ihm eine besondere Ehrenstellung und die Möglichkeit, Konzilien einzuberufen. Dennoch ist seine Autorität vor allem symbolisch. Er kann keine Entscheidungen gegen die anderen orthodoxen Kirchen durchsetzen und ist nicht in der Lage, ohne Konsens in ihrem Namen doktrinär zu sprechen. Diese Kollegialstruktur steht dem römischen Zentralismus diametral gegenüber. Zusätzlich zum Patriarchat von Konstantinopel existieren historische Patriarchate wie die von Alexandria, Antiochia und Jerusalem sowie neuere wie die von Moskau, Serbien, Rumänien und Bulgarien. Jeder dieser Patriarchen, zusammen mit den Metropoliten und Erzbischöfen, die an der Spitze anderer nationaler orthodoxer Kirchen stehen, verwaltet seine Kirche administrativ unabhängig, jedoch stets in doktrineller und sakramentaler Gemeinschaft mit den anderen. Entscheidungen von großer Tragweite, die die gesamte Orthodoxie betreffen, werden traditionell auf Konzilien getroffen, an denen Vertreter aller Kirchen gleichberechtigt teilnehmen. Das letzte bedeutende orthodoxe Konzil war das Heilige und Große Konzil der orthodoxen Kirche, das 2016 auf Kreta stattfand. Es war das erste seiner Art seit über 1000 Jahren, wobei einige Kirchen beschlossen, nicht teilzunehmen, was die Spannungen innerhalb dieser kirchlichen Gemeinschaft verdeutlicht. Diese Tradition des Konzils spiegelt den orthodoxen Glauben wider, dass die Kirche kollektiv vom Heiligen Geist geleitet wird und nicht durch eine einzelne Autoritätsfigur. Die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen orthodoxen Kirchen sind nicht immer harmonisch. Es bestehen historische Spannungen, vor allem zwischen den Patriarchaten von Moskau und Konstantinopel, die gelegentlich um Einfluss konkurrieren. In den vergangenen Jahren haben Konflikte wie der in der Ukraine zu Kommunionbrüchen zwischen einigen orthodoxen Kirchen geführt, was verdeutlicht, wie sehr politische und nationale Fragen die kirchlichen Beziehungen beeinflussen können. Dennoch ist zu beachten, dass alle orthodoxen Gläubigen, unabhängig von ihrer jeweiligen Jurisdiktion, denselben Glauben, dieselbe Liturgie und Tradition teilen und an den Sakramenten in jeder orthodoxen Kirche weltweit teilnehmen können. Die Erzählung setzt in den staubigen Gassen Jerusalems ein, kurz nach der Kreuzigung Jesu. Den Berichten des Neuen Testaments, vor allem der Apostelgeschichte, zufolge bildeten die Jünger Jesu unter der Führung von Petrus, Jakobus und Johannes die erste christliche Gemeinschaft, die sich dem Gebet
dem Brechen des Brotes, der ursprünglichen Eucharistie und der Verkündigung der Botschaft ihres Meisters widmete. Die kleine jüdische Gemeinschaft, die Jesus für den verheißenen Messias hielt, würde sich bald im ganzen römischen Reich verbreiten. Der katholischen Tradition zufolge reiste der Apostel Petrus, den Jesus als Fels bezeichnete, auf dem er seine Kirche bauen würde, nach Rom, der Hauptstadt des Imperiums. Dort richtete er seinen bischöflichen Sitz ein und wurde schließlich unter Kaiser Nero um das Jahr 64 nach Christus als Märtyrer fiel. Sein Grab, ein Hügel mit dem Namen Vatikan, würde sich über die Zeit zum Zentrum des globalen Katholizismus entwickeln. Die Basilika, die wir heute kennen als St. Peter kennen, wurde über dem aufgebaut, was die Tradition als das Grab des ersten Papstes identifiziert. Die Nachfolge der Apostel begann umgehend. Lino von Volterra, der im 2. Timotheusbrief kurz erwähnt wird, wurde nach Petrus' Tod zum 2. Bischof von Rom und leitete die römische Kirche von 68 bis 79 nach Christus. Seinen Nachfolgern waren Anakletus und Clemens Irperse, die ersten Mitglieder einer durchgehenden Reihe bis zum heutigen Papst Franziskus. Man sollte allerdings beachten, dass die ersten Bischöfe von Rom nicht die Macht oder den Einfluss hatten, die wir heute mit dem Papsttum verbinden. Sie waren Hirten einer lokalen Gemeinde in einer Kirche, in der alle Gemeinden eine beträchtliche Autonomie genossen. Die ersten 3 Jahrhunderte waren für die Christen schwierig, da sie sporadischen, aber manchmal brutalen Verfolgungen durch die römischen Behörden ausgesetzt waren. Wie Tertullian vermerkte, wurde das Blut der Märtyrer zum Samen für die Kirche, die trotz oder vielleicht wegen der Widrigkeiten wuchs. Während dieses Zeitraums baute die Kirche schrittweise ihre hierarchische Struktur von Bischöfen, Priestern, Presbytern und Diakonen auf und begann, ihre Überzeugungen klarer zu artikulieren, um auf interne und externe Herausforderungen zu reagieren. Schon in den ersten Jahrhunderten begann der römische Sitz, sich von den anderen zu unterscheiden. Durch ihre Gründung durch die Apostel Petrus und Paulus, ihre Lage in der Hauptstadt des Imperiums sowie die Standhaftigkeit ihres Glaubens während der Verfolgungen erhielt sie ein besonderes Ansehen. Bei dogmatischen Streitigkeiten suchten andere Kirchen oft den Kontakt zu Rom, um Klarheit oder eine Vermittlung zu erhalten. Clemens de Pressy schickte einen Brief an die Kirche von Korinth, um einen internen Konflikt zu lösen, und zeigte damit bereits eine aufkeimende moralische Autorität. Es würden allerdings Jahrhunderte ins Land ziehen, ehe die römischen Bischöfe die universelle Jurisdiktion, die das heutige Papsttum kennzeichnet, beanspruchen und ausüben würden. Die Gestalt des Papstes, wie wir sie heute kennen, entstand nicht sofort in den ersten Jahrhunderten des Christentums, sondern entwickelte sich schrittweise. Lino von Volterra, der direkte Nachfolger Petrus als Bischof von Rom, hatte nicht die Macht oder Autorität, die wir mit dem modernen Papsttum verbinden. Obwohl seine Rolle als Kirchenführer in der kaiserlichen Hauptstadt ihm ein gewisses Ansehen einbrachte, war er lediglich einer von vielen Bischöfen, die die frühen christlichen Gemeinschaften führten. Am 3. im Laufe dieses Jahrhunderts wurden bereits Indizien dafür sichtbar, dass der römische Sitz an Prestige zulegte. Bischof Stephan der Zirste 254–257 begann, sich in Auseinandersetzungen anderer lokaler Kirchen über die Wiederabtauchung von Häretikern einzumischen, indem er auf seine Nachfolge von Petrus verwies. Diese Intervention wurde abgelehnt, vor allem von Bischof Cyprian von Karthago, der sich für die Gleichheit aller Bischöfe einsetzte und Spannungen verhinderte, die letztlich zum Schisma führen würden. Die Inanspruchnahme Roms als endgültigen Schiedsrichter in kirchlichen Streitigkeiten wurde jedoch immer häufiger. Mit Papst Damasus I. 386 kam ein entscheidender Moment in der Entwicklung des Papsttums, da er Rom regelmäßig als die außerordentliche apostolische Stätte bezeichnete. Während seiner Amtszeit als Papst wurde unter Kaiser Theodosius IV. Das Edikt von Thessaloniki
380 erlassen, das das Christentum zur offiziellen Religion des Reiches erklärte und die Autorität der Bischöfe von Rom und Alexandria speziell anerkannte. Auch die Übersetzung der Bibel ins Lateinische, die Vulgata, durch den heiligen Hieronymus auf Auftrag Damasus hin, wurde vorgenommen, wodurch die lateinische Kultur in der westlichen Theologie mehr Einfluss gewann. Papst Leo I. 440–461, der den Beinamen der Große trug, legte einen weiteren Grundstein für die Erweiterung des Einflussbereichs des Papstamts. Als das Konzil von Chalcedon 451 die Natur Christi diskutierte, schickte Leo sein berühmtes Tomo, einen doktrinären Brief, der von den Konzilsvätern mit den Worten gefeiert wurde: Petrus hat durch Leo gesprochen. Diese Bestätigung verstärkte die Vorstellung erheblich, dass der Bischof von Rom mit der Autorität des Apostelfürsten sprach. Auch den Hunnenführer Attila konnte Leo überzeugen, Rom nicht anzugreifen. Dies demonstrierte die zunehmende politische Bedeutung der Päpste. Mit dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 entstand ein Machtvakuum, das die Päpste nach und nach zu besetzen begannen. In der Abwesenheit einer starken zivilen Autorität übernahm der Papst mehr weltliche Verantwortung und wurde zu einer Schlüsselperson für den Schutz der Stadt und die Bewahrung der klassischen Kultur. Papst Gregor Bas der Große 590–604, der aus einer römischen Adelsfamilie stammte, verwaltete umfangreiche Kirchenbesitzungen, die Patrimonien des heiligen Petrus, reorganisierte die Liturgie, entsandte Missionare nach England und stellte diplomatische Beziehungen zu den barbarischen Königreichen her, die das Imperium abgelöst hatten. Das Papsttum entwickelte sich unter seiner Führung zu einer komplexen Institution mit religiösen und politischen Funktionen, die den päpstlichen Staaten vorausging, die sich in den kommenden Jahrhunderten vollständig entfalten würden. Im Jahr 313 änderte sich das Schicksal des Christentums dramatisch, als Kaiser Konstantin Tveites nach seinem Sieg in der Schlacht an der Milvischen Brücke, wo er der Überlieferung zufolge eine Vision des Christussymbols hatte, zusammen mit seinem Mitkaiser Licinius das Mailänder Edikt erließ, das die Verfolgungen beendete und allen Bürgern des Reiches Religionsfreiheit gewährte. Diese Veränderung war für die junge christliche Religion, die 3 Jahrhunderte der Marginalisierung und sporadischen Angriffe überstanden hatte, revolutionär. Konstantin machte das Christentum nicht nur legal, sondern unterstützte es auch aktiv durch die Finanzierung von Kirchenbauten, darunter die erste Basilika des heiligen Petrus in Rom und die Kirche des Heiligen Grabes in Jerusalem. Doch Konstantin entschied sich für eine weitere Maßnahme, die weitreichende Folgen für die künftige Entwicklung des Christentums haben sollte. Im Jahr 330 gründete er in der antiken griechischen Stadt Byzantion eine neue kaiserliche Hauptstadt, die er Neues Rom nannte, obwohl sie bald allgemein als Konstantinopel, heute Istanbul, bekannt werden würde. Diese Entscheidung war ein Spiegelbild der geopolitischen Realität. Das Imperium hatte sein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum in die wohlhabenden hellenistischen Provinzen des östlichen Mittelmeers im Osten verlagert. Konstantin legte, ohne es zu merken, die Grundlagen für eine administrative Teilung, die letztlich weitreichende religiöse Folgen haben würde. Kaiser Theodosius IV. Dem Großen beschleunigte sich der Prozess der Christianisierung des Imperiums. Am 27. Tag des Monats, im Februar des Jahres 380, erließen Theodosius und seine Mitkaiser Gratian sowie Valentinian II. Das Edikt von Thessaloniki, mit dem das Christentum zur offiziellen Religion des Römischen Reiches erklärt wurde. Der Wortlaut des Edikts ist aufschlussreich. Er bestimmt, dass alle kaiserlichen Untertanen die Religion bekennen müssen, die den Römern vom göttlichen Apostel Petrus überliefert wurde und die vom Papst Damasus von Rom und von Petrus
von Alexandria bekannt gegeben wird. Dieses Dokument zeigt bereits die imperiale Anerkennung der römischen Autorität sowie die Bedeutung der östlichen Sitze. In dieser entscheidenden Epoche begann die Kirchenstruktur, die Verwaltungsorganisation des Imperiums abzubilden. Die bedeutendsten Städte der Verwaltung entwickelten sich zu wichtigen kirchlichen Zentren und ihre Bischöfe, Metropoliten, erlangten Autorität über die Bischöfe kleinerer Städte. Rom hielt seine ehrenvolle Vorherrschaft als die Stadt von Petrus und Paulus, während Konstantinopel als neues Rom den zweiten Ehrenplatz beanspruchte. Die ökumenischen Konzile von Nicäa 325 und Konstantinopel 388, die einberufen wurden, um theologische Streitigkeiten über die Natur Christi und die Dreifaltigkeit zu klären, demonstrierten den beginnenden Zusammenhang zwischen kaiserlicher Macht und kirchlicher Autorität. In dieser Epoche blühten die christliche Theologie und das klösterliche Leben auf. Im Osten entwickelten und vertieften große Kirchenväter wie Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Johannes Chrysostomus sowie im Westen Ambrosius, Hieronymus und Augustinus das christliche Verständnis des Glaubens. In dieser Zeit breitete sich das Mönchtum, initiiert durch Persönlichkeiten wie Antonius und Pachomius, in den Wüsten Ägyptens, im ganzen Imperium aus und bildete Gemeinschaften, die dem Gebet, dem Studium und der Nächstenliebe gewidmet waren. Diese klösterlichen Gemeinschaften spielten eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung und Weitergabe der Kultur, vor allem im Westen nach dem Fall Roms. Im 4. Jahrhundert erlebte das große römische Reich, das über Jahrhunderte die Mittelmeerwelt als eine einheitliche Entität beherrschte. Im Laufe des Jahrhunderts vollzog sich eine grundlegende Umgestaltung, die die künftige Spaltung des Christentums vorausahnte. Konstantin hatte das Imperium nach einer Phase der Teilungen zwar vorübergehend wiedervereinigt, doch teilten seine 3 Söhne die Gebiete nach seinem Tod im Jahr 337 erneut auf. Die Praxis der gemeinsamen Herrschaft wurde aufgrund der großen Ausdehnung des Reiches und des ständigen Drucks an seinen Grenzen immer häufiger. Die bedeutende Teilung des Römischen Reiches fand nach dem Ableben des Kaisers Theodosius I. im Jahr 395 statt. In seinem politischen Testament wies er seinen beiden Söhnen die Herrschaft über das Reich zu. Arcadius erhielt den östlichen Teil mit Konstantinopel als Hauptstadt, während Honorius den westlichen Teil erbte und von Mailand und später von Ravenna aus regierte. Das, was zunächst als eine administrative Aufteilung innerhalb eines theoretisch vereinten Imperiums gedacht war, würde sich im Laufe der Zeit zu einer dauerhaften Trennung entwickeln. Die 2 Hälften begannen, divergierende historische Wege einzuschlagen, die unterschiedliche wirtschaftliche, kulturelle und sprachliche Realitäten widerspiegelten. Die Schicksale der beiden Hälften könnten nicht unterschiedlicher gewesen sein. Das Weströmische Reich war wachsenden wirtschaftlichen und militärischen Herausforderungen ausgesetzt. Die wohlhabendsten Provinzen befanden sich im Osten, während der Westen stark unter den Übergriffen germanischer Völker wie Westgoten, Vandalen, Burgunder und Franken litt. Die Kompetenz der kaiserlichen Regierung, Steuern einzutreiben, eine effektive Armee zu unterhalten und die komplexe römische Infrastruktur zu unterstützen, nahm schrittweise ab. Im Jahr 410 plünderten die Westgoten unter Alaric Rom, was einen verheerenden psychologischen Schlag für ein Imperium darstellte, das seit fast 800 Jahren keine Feinde innerhalb seiner Mauern erlebt hatte. Im Jahr 476 wurde dem Weströmischen Reich der endgültige Schlag versetzt, als der junge Kaiser Romulus Augustulus vom germanischen Militärführer Odoaker gestürzt wurde. Traditionell wird dieses Ereignis als das Ende des Weströmischen Reiches angesehen, obwohl einige Historiker betonen, dass es zu seiner Zeit fast unbemerkt blieb und dass römische Strukturen unter germanischen Regierungen weiterhin funktionierten.
In den nachfolgenden Jahrzehnten zerfiel die politische Landschaft Westeuropas in mehrere germanische Königreiche, wobei alle versuchten, ihre Herrschaft zu legitimieren, indem sie Elemente der römischen Kultur und Institutionen übernahmen. Das Oströmische Reich, das von modernen Historikern als Byzantinisches Reich bezeichnet wird, überlebte nicht nur die Zwischenzeit, sondern erlebte auch eine Blütezeit. Die östliche Hälfte des Römischen Reiches funktionierte, geschützt durch die mächtigen Mauern Konstantinopels und in einem reicheren, urbanisierten Umfeld mit anfänglich weniger externem Druck, fast 1000 Jahre lang als römischer Staat, bis zum Fall Konstantinopels an die Osmanen im Jahr 1453. In dieser Zeit, obwohl sie Territorien an Araber, Türken und Slawen verlor, bewahrte sie die römische Kaisertradition, die griechische Kultur und das orthodoxe Christentum. Der byzantinische Kaiser sah sich weiterhin als den rechtmäßigen Herrscher des gesamten alten römischen Reiches, einschließlich des Westens, was schließlich mit neuen politischen Realitäten wie dem Karolingischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation in Konflikt geriet. Während das Imperium grundlegende politische Umwälzungen durchlebte, baute die christliche Kirche ihre eigene Regierungsstruktur auf. In der im Laufe des 6. Jahrhunderts unter Kaiser Justinian II. 527–565, der von der Wiederherstellung des alten römischen Ruhms träumte und kurzzeitig Teile Italiens, Nordafrikas und Südspaniens zurückeroberte, wurde ein Modell der kirchlichen Organisation formalisiert, das als Pentarchie, Regierung der Fünf, bekannt ist. 5 Hauptbischofssitze wurden von diesem System anerkannt: Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Die Bischöfe dieser Sitze trugen den Titel Patriarch und hatten Autorität über große Gebiete. Jeder dieser 5 patriarchalischen Stühle hatte eine eigene Geschichte und Bedeutung. Rom, wie bereits festgestellt wurde, hatte Vorrang, da es die Stadt war, in der Petrus und Paulus gemartert wurden und in der Petrus sein Episkopat einrichtete. Konstantinopel, ursprünglich nur ein kleiner Bischofssitz, wurde wegen seiner Funktion als neues Rom, die Stadt des Kaisers, an den 2. Ehrenplatz erhoben. Alexandria, die angeblich vom Evangelisten Markus gegründete und große intellektuelle Zentrum der hellenistischen Welt, dominierte Ägypten und Libyen. Antiochia, eine der bedeutendsten Städte des Imperiums und der Ort, an dem laut der Apostelgeschichte die Anhänger Jesu zum ersten Mal als Christen bezeichnet wurden, bewachte Syrien und Kleinasien. Obwohl Jerusalem politisch weniger bedeutend war, hatte es einen einzigartigen Status als die heilige Stadt, in der Jesus gestorben und auferstanden war. Der Glaube, dass diese 5 Sitze die Gesamtheit der Kirche repräsentierten und sie kollegial regieren sollten, spiegelte sich in der Idee der Pentarchie wider. Die Orthodoxie in Glaubensfragen wurde durch die Einstimmigkeit der 5 Patriarchen garantiert. Allerdings bestanden schon vorher Spannungen darüber, wie die Beziehung zwischen diesen Patriarchaten genau zu beschreiben sei. Rom betonte, dass ihre Vorherrschaft sowohl ehrenhaft als auch rechtlich legitim war, während die östlichen Patriarchate dazu neigten, die 5 als grundsätzlich gleichwertig zu betrachten, wobei Rom eine ehrenvolle Position, aber keine verbindliche Autorität innehatte. Durch die islamischen Eroberungen im 7. Jahrhundert wurde das Pentarchiesystem grundlegend verändert, im Jahrhundert geprägt. Im Jahr 632, nach dem Ableben des Propheten Mohammed, formierten sich die arabischen Truppen von der arabischen Halbinsel und eroberten binnen weniger Jahrzehnte große Flächen, darunter Syrien, Palästina und Ägypten. Jerusalem wurde 638 erobert, Alexandria 642 und Antiochia war schon 636 eingenommen worden. In einem einzigen Moment kamen 3 der 5 historischen Patriarchate unter den Einfluss des Islam. Trotz der Erlaubnis der Kalifen, dass christliche Gemeinschaften als Dhimmis,
geschützte Gemeinschaften, ihren Glauben gegen eine spezielle Steuer weiter praktizieren durften, verloren diese Patriarchate einen Großteil ihrer Macht, ihres Reichtums und ihres Einflusses. Sie wurden vom christlichen Welt isoliert und hatten schrumpfende Gemeinschaften. Infolge dieser neuen geopolitischen Realität wurde die kirchliche Macht auf die beiden verbleibenden Sitze konzentriert, Rom im Westen und Konstantinopel im Osten. Beide beanspruchten die Autorität, im Namen der gesamten Kirche zu sprechen. Ihre unterschiedlichen kulturellen, sprachlichen und politischen Kontexte führten dazu, dass kleine Unterschiede, die seit den ersten Jahrhunderten bestanden hatten, verstärkt wurden. In Konstantinopel war die Kirche eng mit der kaiserlichen Macht verbunden und folgte dem Prinzip der Symphonie zwischen weltlicher und religiöser Autorität. In Rom ermöglichte das Fehlen imperialer Macht den Päpsten, allmählich eine eigene weltliche Autorität zu entwickeln, insbesondere nachdem die Langobarden im 6. Jahrhundert Italien überfluteten und die Gebiete bedrohten, die sie unter dem Schutz des heiligen Petrus sahen. Denke an ein christliches römisches Reich, in dem die Kirche als einheitliche Institution funktionierte, aber mit verschiedenen kulturellen und sprachlichen Realitäten. Im Westen dominierte die lateinische Sprache, während im Osten das Griechische vorherrschte. Dieser sprachliche Unterschied war bedeutend, da er zur Folge hatte, dass viele wichtige theologischen Texte je nach Region auf subtile Weise unterschiedlich interpretiert wurden. Im Laufe der Jahrhunderte wurden diese kulturellen Unterschiede immer ausgeprägter. Im Jahr 476 führte der Untergang des Weströmischen Reiches dazu, dass Rom ohne einen direkten Kaiser zurückgelassen wurde, während Konstantinopel nach wie vor die prächtige Hauptstadt eines prosperierenden byzantinischen Reiches war. Die unterschiedlichen politischen Umstände beeinflussten die Herangehensweise beider Kirchen im Umgang mit der weltlichen Autorität. In Rom übernahm der Papst, da es an einer kaiserlichen Autorität mangelte, zivile Führungsrollen, während die Patriarchen im Osten eng mit den byzantinischen Kaisern zusammenarbeiteten. Die Invasionen im Westen und die muslimischen Bedrohungen im Osten führten zu unterschiedlichen geopolitischen Realitäten, die zur Entfremdung beitrugen. Rom musste Allianzen mit neuen Mächten wie den Franken eingehen, während Konstantinopel versuchte, sein Gebiet gegen die Ausbreitung des Islam zu verteidigen. Zudem gestalteten sich die Kommunikationswege zwischen den beiden Parteien zunehmend komplizierter, und das nicht nur aufgrund physischer Distanz, sondern auch infolge einer Vertiefung der kulturellen und sprachlichen Barrieren. Ein weiterer Aspekt war das zunehmende Bestreben des römischen Stuhls, seine Dominanz über die gesamte Kirche zu festigen. Die östlichen Patriarchen hatten eine auf der Pentarchie basierende, kollegialere Sicht auf die kirchliche Regierung, während Rom begann, Theorien über die Vorherrschaft des Nachfolgers Petri zu entwickeln. Im Osten wurden diese Ansprüche auf universelle Autorität mit Skepsis betrachtet, da man der Meinung war, dass alle Patriarchen Nachfolger der Apostel seien. Diese Unterschiede traten im Lauf der Zeit in Form von abweichenden liturgischen Praktiken, verschiedenen kirchlichen Bräuchen und letztlich theologischen Auseinandersetzungen zutage. Die Kirche, die über Jahrhunderte hinweg gemeinsam vorangeschritten war, schritt nun auf immer gesonderteren Pfaden voran, ähnlich wie zwei Brüder, die in unterschiedlichen Häusern wohnen und anfangen, verschiedene Gewohnheiten und Ansichten zu entwickeln. In der Mitte des 8. Im Laufe des Jahrhunderts war die Lage Roms angespannt, während das Byzantinische Reich theoretisch als Roms Beschützer fungierte, war es zu sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, um effektive Hilfe zu leisten. In dieser Situation drohten die Langobarden, ein germanisches Volk, die Stadt zu erobern. Angesichts dieser Krise vollzog das Papsttum einen revolutionären Schritt, der seine Natur für alle Zeit verändern sollte. In der Zeit von 752 bis 757 regierte Papst Stephan II.
Er traf eine die Geschicke der Welt verändernde Entscheidung. Er überquerte die Alpen, um sich an Pippin den Kurzen, den König der Franken, um Hilfe zu wenden. Diese Reise erforderte nicht nur militärischen Schutz, sondern stellte auch den Beginn einer neuen politischen Ära für das Papsttum dar. Pippin wurde von dem Papst in einer feierlichen Zeremonie persönlich zum König der Franken gesalbt. Damit legitimierte der Papst seine Dynastie und schuf einen Präzedenzfall für sein Eingreifen in politische Angelegenheiten. Pippin besiegte die Langobarden und vollzog 756 die bekannte Pippinische Schenkung, bei der er dem Papst die im Zentrum Italiens eroberten Gebiete übergab, als Dank für die päpstliche Legitimierung. Die Entstehung der päpstlichen Staaten machte den Papst zum weltlichen Herrscher und zum geistlichen Führer eines eigenen Staates. Man betrachtete diese Wandlung des Papsttums in eine territoriale Macht aus Konstantinopel heraus misstrauisch und war der Ansicht, dass der Papst Land usurpiere, das rechtmäßig dem Byzantinischen Reich zustand. Auch durch Pippins Nachfolger, Karl den Großen, wurde die fränkisch-päpstliche Allianz weiter gestärkt. Dieser erweiterte das Fränkische Reich enorm und stellte sich als Verteidiger des Christentums im Westen dar. In den Franken fand das Papsttum seine Beschützer, nachdem Byzanz diese Rolle nicht mehr erfüllen konnte. Diese neue politische Verbindung hatte jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Beziehungen zum Osten. Aus byzantinischer Sicht agierte der Papst unabhängig und herausfordernd, wobei er vergaß, dass er formell immer noch ein Untertan des Kaisers war. Durch diese neue politische Konstellation wurde es Rom möglich, eine deutlich westlich geprägte Identität auszubilden, die sich zunehmend von den östlichen Traditionen löste. Durch die päpstlichen Staaten erhielt das Papsttum wirtschaftliche und politische Autonomie, was ein unabhängigeres Handeln vom Konstantinopel ermöglichte. Sie verknüpften es jedoch auch mit den Schwierigkeiten der italienischen und europäischen Politik, indem sie den Papst in Kriege, Allianzen und Konflikte einbezogen, die oft nicht viel mit seiner spirituellen Mission zu tun hatten. Der Same zweier sehr unterschiedlicher Meinungen über das Verhältnis von Kirche und Staat war bereits gelegt. Am 25. Dezember 800 wurde ein entscheidender Moment in der Geschichte der Beziehungen zwischen Ost und West markiert. Vor einer erwartungsvollen Menge in der Petersbasilika in Rom geschah ein Ereignis, das die Grundlagen der politischen und religiösen Ordnung erschütterte. Papst Leo III. Krönte Karl den Großen zum Kaiser der Römer. In einem bedeutsamen Akt krönte der Papst den fränkischen König mit der Kaiserkrone und proklamierte damit die Entstehung eines neuen Imperiums im Westen. Um das Ausmaß dieses Ereignisses zu begreifen, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass es aus der damaligen Sicht nur ein einziges legitimes römisches Reich gab, dessen Zentrum in Konstantinopel lag und dessen Herrscher die byzantinische Kaiserin, zu diesem Zeitpunkt Irene, war. Im Osten wurde die Krönung Karls des Großen als Usurpation und direkte Beleidigung der byzantinischen Kaiserautorität angesehen. Theoretisch gesehen war der Papst in der Lage, die Souveränität des byzantinischen Kaisers anzuerkennen. Wie konnte er dann einen barbarischen Franken zum Kaiser krönen? Der Akt konnte auf verschiedene Arten gedeutet werden. Einige Historiker schlagen andererseits vor, dass der Papst in Rom Schutz vor seinen Feinden suchte und dadurch seine Allianz mit den Franken verstärkte. Wieder andere betrachten die Krönung als einen absichtlichen Versuch des Papsttums, eine westliche Opposition zur byzantinischen Macht zu etablieren. Die Motivation mochte unterschiedlich gewesen sein, aber das Resultat war eindeutig. Es entstanden zwei christliche Imperien, die um Legitimität und Ansehen rivalisierten, jedes mit einer eigenen Auffassung von der Weltordnung. Konstantinopel reagierte mit Empörung. In den byzantinischen Chroniken wird Karl dem Großen der Titel Usurpator verliehen und es wird jegliche Legitimität seines kaiserlichen Titels bestritten.
Die Byzantiner sahen nur ein einziges universelles christliches Reich, das eine direkte Fortsetzung des alten römischen Reiches war. Dessen Zentrum lag in Konstantinopel und nicht im Westen. Diese Herausforderung der etablierten Ordnung verstärkte die Spaltung zwischen den zwei Teilen des Christentums. Die Krönung Karls des Großen markierte zudem einen grundlegenden Wandel in der Beziehung zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Leo III. Schuf bei der Kaiserkrönung den Präzedenzfall, dass die kaiserliche Macht im Westen zumindest teilweise von der Autorität des Papstes abgeleitet wurde. Dies stand in deutlichem Widerspruch zur byzantinischen Tradition, in der der Kaiser eine nahezu priesterliche Rolle einnahm und erheblichen Einfluss auf kirchliche Angelegenheiten ausübte. Es bildeten sich zwei unterschiedliche Modelle der Beziehung zwischen Kirche und Staat heraus, was eine weitere Dimension zur Entfremdung zwischen Ost und West hinzufügte. Das Verbot religiöser Bilder in allen Gebieten des Reiches, das der byzantinische Kaiser Leo III. Im Jahr 726 erließ, erschütterte die Grundlagen der östlichen christlichen Frömmigkeit. Als Ikonoklasmus, wörtlich Zerstörung von Bildern, bekannt, entfachte diese Bewegung einen theologischen und politischen Sturm, der mehr als ein Jahrhundert andauern und die Spaltung zwischen Ost und West dramatisch vertiefen würde. Welche Faktoren führten zu dieser extremen Entscheidung? Die Ursprünge der ikonoklastischen Bewegung waren vielschichtig. Einerseits wurde das biblische Gebot gegen Götzendienst und Bilderschaffung, Exodus 20,4-5, wörtlich ausgelegt. Auf der anderen Seite betonen einige Historiker den Einfluss des Islams, der die Darstellung menschlicher Figuren in religiösen Kontexten verbot und mit dem Byzanz ständig in Konflikt stand. Es wurde auch vorgeschlagen, dass Leo III. Versuchte, die kaiserliche Autorität zu zentralisieren, indem er den Einfluss der Klöster verringert, die bedeutende Verteidiger und Hersteller von Ikonen waren. Im Westen, vor allem vom Papsttum aus, war die Antwort ein entschiedener Widerstand. Papst Gregor II. Stellte sich entschieden gegen den Ikonoklasmus und führte an, dass Ikonen nicht verehrt würden, sondern vielmehr Fenster zum Göttlichen seien, die den Gläubigen mit den dargestellten Heiligen verbanden und ihnen bei der Andacht halfen. Diese Differenz der Standpunkte war nicht nur theologisch, sondern betraf auch unterschiedliche Auffassungen über die Autorität. Hatte der byzantinische Kaiser das Recht, über Glaubensfragen zu entscheiden, oder usurpierte er eine ausschließlich kirchliche Vorrechte? Die Auseinandersetzung nahm eine nie dagewesene Gewaltform an. Ikonenverteidiger und Mönche wurden verfolgt, gefoltert und einige von ihnen erlitten sogar die Hinrichtung. In einem Wahn, der uns heute unverständlich vorkommt, wurden tausende Kunstwerke von unschätzbarem Wert vernichtet. Die Klöster, die als Bastionen der Bilderverehrung dienten, wurden enteignet und litten unter Repressionen. In der Zwischenzeit nahm der Papst in Rom geflüchtete Mönche aus dem Osten auf, wodurch die Distanz zu Konstantinopel weiter vergrößert wurde. Im Jahr 787 unter der Herrschaft der Kaiserin Irene wurde durch das Zweite Konzil von Nicäa der Bilderkult wiederhergestellt. Es erklärte die Verehrung von Ikonen für theologisch korrekt und unterschied dabei sorgfältig zwischen Verehrung und Anbetung, die allein Gott zusteht. Die Ruhe würde jedoch nicht von Dauer sein, da das Reich zwischen 814 und 842 von einer zweiten Welle der Ikonoklastie erschüttert werden würde. Die endgültige Wiederherstellung der Bilderverehrung im christlichen Osten war erst bis zum Jahr 843 mit der Feier des Sonntags der Orthodoxie abgeschlossen. Zuvor war der Schaden in den Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel bereits entstanden und ein neuer Riss hatte sich in die Einheit der Kirche geöffnet. Im Verlauf des ersten christlichen Jahrtausends entfernten sich die östlichen und westlichen Kirchen nicht nur aus politischen und kulturellen Gründen voneinander, sondern entwickelten auch zunehmend unterschiedliche theologische Auffassungen. Die Auseinandersetzung um das Filioque,
nimmt unter diesen Unterschieden einen zentralen Platz ein, da sie möglicherweise die bedeutendste theologische Kontroverse war, die zum Schisma beitrug. Der Ausdruck Filioque, lateinisch für „und vom Sohn", bezeichnet eine im Westen vorgenommene Ergänzung des nicäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses. Die ursprüngliche Version stellte fest, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht, während die angepasste westliche Version erklärte, dass er vom Vater und vom Sohn ausgeht. Diese Ergänzung, die auf den ersten Blick geringfügig wirkte, hatte weitreichende theologische Auswirkungen auf das Verständnis der Dreifaltigkeit. Diese einseitige Änderung war für die Orientalen aus zwei Gründen inakzeptabel. Zum einen änderte sie, ohne die gesamte Kirche zu konsultieren, ein Glaubensbekenntnis, das durch ökumenische Konzile festgelegt worden war. Zum anderen schien sie die Monarchie des Vaters als einzige Quelle der Göttlichkeit zu gefährden. Zudem bestand ein grundlegender Unterschied in der Autorität des Papstes. Als Rom schrittweise die Lehre von der universellen jurisdiktionellen Primatsstellung des Papstes als Petri-Nachfolger entwickelte, hatten die Orientalischen eine eher konziliare Auffassung von der kirchlichen Regierung. Aus orthodoxer Sicht war der Bischof von Rom als Erster untergleichen, zwar mit einem Primat der Ehre versehen, aber dies verlieh ihm keine direkte Autorität über die anderen patriarchalischen Kirchen. Die bekannte Erklärung von Papst Gelasius de Mastete im 5. Jahrhundert, Rom hat gesprochen, die Sache ist entschieden, illustriert diese zunehmende Selbstwahrnehmung des Papsttums, die von den Orientalen mit Besorgnis wahrgenommen wurde. Auch die liturgischen Praktiken wiesen erhebliche Unterschiede auf. Im Westen begann man, ungesäuertes Brot, ohne Hefe, für die Eucharistie zu verwenden, während im Osten die Tradition des gesäuerten Brotes fortgeführt wurde. Dieser auf den ersten Blick unbedeutende Unterschied wurde während der Kontroversen des 11. Jahrhunderts eine symbolische Relevanz. Das verpflichtende Zölibat für alle westlichen Priester wurde ebenfalls eingeführt, während es im Osten erlaubt war und ist, dass Priester vor ihrer Weihe verheiratet waren, jedoch nicht danach. Die im Westen allmählich entstandene Lehre vom Fegefeuer hatte kein genaues Pendant in der östlichen Theologie. Während die Katholiken eine spezifische Lehre über diesen Zwischenzustand entwickelten, bewahrten die Orthodoxen ambiguere Überzeugungen über den Zustand der Seelen zwischen Tod und jüngstem Gericht, oft als Luftmautstellen, Telonia, bezeichnet, wo die Seelen geprüft werden. Jedoch ohne die westliche Systematisierung des Fegefeuers. Selbst das Verständnis von Erlösung hatte verschiedene Nuancen. Die westliche Theologie, geprägt durch Augustinus, hob Konzepte wie die Erbsünde, Prädestination und Gnade im Unterschied zur östlichen Theologie hervor. Während im Westen eine juristische Perspektive auf die Erlösung entstand, Satisfaktion, Verdienst, Strafe, blieb im Osten ein mystischeres und transformatorisches Konzept vorherrschend, Theosis oder Vergöttlichung. Die über Jahrhunderte angesammelten theologischen Divergenzen führten zu zwei unterschiedlichen religiösen Sensibilitäten, die sich im entscheidenden Moment als schwer zu versöhnen erweisen würden. Im Jahr 1054 brach die über Jahrhunderte angesammelte Spannung in einer Reihe von Ereignissen aus, die als das große Schisma zwischen Ost und West in die Geschichte eingingen. Eine päpstliche Delegation, angeführt von Kardinal Humberto, von Silva Candida und entsandt von Papst Leo IX, traf in Konstantinopel ein, um Streitigkeiten mit Patriarch Michael Kerularios zu klären. Diese Ankunft bereitete die Bühne für den endgültigen Bruch. Die Bedingungen waren für eine Versöhnung denkbar schlecht. Humbert war während seiner Mission Papst Leo IX gestorben, wodurch die Autorität des päpstlichen Legaten technisch gesehen ungültig wurde. Trotzdem beschloss der impulsive Kardinal, seine Mission fortzuführen.
Der Patriarch Michael Kerularios, der für seinen starken Charakter und seine antilateinische Haltung bekannt war, weigerte sich sogar, die päpstlichen Delegierten zu empfangen, da er der Meinung war, sie verdienten nicht den protokollarischen Respekt, der den Vertretern des Papstes gebühre. Der Konflikt eskalierte, als der Erzbischof Leon von Akarnien, ein Verbündeter von Cerularius, dem Bischof Johannes von Trani einen Brief schrieb, in dem er die westlichen Praktiken, insbesondere die Verwendung von ungesäuertem Brot in der Eucharistie, scharf kritisierte. Der Brief, der dem Papst zugestellt wurde, galt als unmittelbare Attacke auf die römischen Traditionen. Zur selben Zeit ließ Cerularius die Schließung der lateinischen Kirchen in Konstantinopel anordnen, was von Rom als eine direkte Provokation gedeutet wurde. Am 16. erreichte die Situation ihren Höhepunkt. Juli im Jahr 354. Humberto, der Kardinal, war frustriert über Cerularius' Verweigerung von Verhandlungen und traf daraufhin eine drastische Entscheidung. Er betrat während des Gottesdienstes die Hagia Sophia und legte eine Exkommunikationsbulle gegen den Patriarchen und seine Gefolgsleute auf dem Hauptaltar nieder. Dieser Akt, der mit viel Theatralik vor der fassungslosen Versammlung vollzogen wurde, stellte den gravierendsten Bruch zwischen den Kirchen dar. Auf die Antwort musste man nicht lange warten. Cerulario berief ein Konzil ein, das Humbert und seine Begleiter exkommunizierte, jedoch nicht den Papst und nicht die gesamte westliche Kirche, was bedeutend ist. Exkommunikationen wurden ausgetauscht und besiegelten damit formal eine Spaltung, die in Wirklichkeit seit Jahrhunderten im Entstehen begriffen war. Was als Auseinandersetzung zwischen charismatischen Persönlichkeiten begann, entwickelte sich zum Sinnbild für die Trennung zweier christlicher Traditionen, die keinen gemeinsamen Nenner mehr fanden. Das Schisma von 1054 war zwar dramatisch, stellte jedoch keinen vollständigen und sofortigen Bruch im Bewusstsein der damaligen Christen dar. In den nachfolgenden Jahrzehnten waren zahlreiche Gläubige und Kleriker auf beiden Seiten sich der Bedeutung der Spaltung nicht vollständig bewusst oder hofften, dass sie nur vorübergehend sei. Wegen der langsamen Kommunikationsmittel des Mittelalters benötigte die Nachricht vom Schisma lange Zeit, um sich zu verbreiten. In vielen abgelegenen Regionen setzten Katholiken und Orthodoxe ihre Interaktionen fort, ohne bedeutende Veränderungen wahrzunehmen. Dennoch wurde die Spaltung durch mehrere nachfolgende Ereignisse vertieft und erhielt damit einen endgültigen Charakter. Ein besonders dunkles Kapitel, das Massaker an den Lateinern, ereignete sich im Jahr 1180 in Konstantinopel. Infolge von politischen und wirtschaftlichen Spannungen griff eine Menge in die von westlichen Händlern und Bewohnern bewohnten Viertel an, was Tausende von Toten zur Folge hatte. Dieser Gewaltakt verursachte eine tiefe Wunde in den Beziehungen zwischen Ost und West und schürte den gegenseitigen Groll. Der 4. Kreuzzug von 1204 stellte möglicherweise den Wendepunkt dar. Der Kreuzzug, der ursprünglich zur Rückeroberung Jerusalems gedacht war, wurde durch politische und wirtschaftliche Interessen, insbesondere der Venezianer, nach Konstantinopel umgeleitet. Die westlichen Kreuzritter plünderten brutal die byzantinische Hauptstadt. 3 Tage lang wurde die wohlhabendste und ausgeklügelste Stadt des Christentums ohne Gnade geplündert. Heilige Reliquien, wertvolle Kunstwerke und über die Jahrhunderte angesammelte Schätze wurden geraubt oder vernichtet. Die Hagia Sophia erlebte eine Schändung und es wurde ein lateinisches Kaiserreich ins Leben gerufen, das bis 1268 existierte. Der im Orient so gesehene Verrat führte zu einer religiösen Spaltung, die sich zu einem beinahe unüberwindbaren Abgrund auswuchs. Die Byzantiner sahen die Lateiner nicht mehr als getrennte Brüder, sondern als Feinde, die ihre Barbarei bewiesen hatten. Der Spruch, der einem hochrangigen byzantinischen Offizier zugeschrieben wird, lieber der Turban des Sultans als die Mitra des Papstes, spiegelt das Ausmaß der Feindseligkeit wider, das erreicht wurde.
Mit dem Fall Konstantinopels vor den Osmanen im Jahr 1453 erhielt die Trennung eine zusätzliche Dimension. Die Dialogmöglichkeiten mit Rom verringerten sich drastisch, da die ehemalige byzantinische Hauptstadt unter muslimischer Herrschaft stand und die orthodoxe Kirche in einem Kontext der Unterwerfung funktionierte. In der Zwischenzeit entstand in Westeuropa durch die Renaissance, die protestantische Reformation und später die Aufklärung ein kultureller und intellektueller Kontext, der sich immer weiter von der östlichen Erfahrung entfernte. Das 20. Die Beziehung zwischen Katholiken und Orthodoxen erhielt im Laufe des Jahrhunderts Zeichen der Hoffnung. Am 7. trat ein historischer Moment ein. Im Dezember 1965 legten Papst Paul VI. Und der ökumenische Patriarch Athenagoras Bebibte eine gemeinsame Erklärung vor, in der sie die Exkommunikationen von 1054 gegenseitig aufhoben. Obwohl diese symbolische Geste keine Wiedervereinigung darstellte, beseitigte sie ein wesentliches Hindernis für den Dialog. Seitdem fanden zahlreiche Treffen zwischen den Anführern beider Kirchen statt. Insbesondere widmete sich Papst Johannes Paul II. Dem ökumenischen Dialog mit beträchtlichen Anstrengungen und erklärte, dass die Kirche mit ihren beiden Lungen, westlich und östlich, atmen müsse. Bei seinem historischen Besuch in Griechenland im Jahr 2001 sprach er eine Entschuldigung für die historischen Fehler aus, die von Katholiken gegen Orthodoxe begangen wurden, insbesondere während des 4. Kreuzzugs. Zurzeit existiert eine internationale gemischte Kommission für den theologischen Dialog zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche, die sich systematisch mit den doktrinären Unterschieden auseinandersetzt. Trotz der fortbestehenden gravierenden Schwierigkeiten wie der des päpstlichen Primats haben die beiden Kirchen in zahlreichen theologischen Belangen Gemeinsamkeiten ausgemacht und die Sakramente, die von der jeweils anderen Seite gespendet, werden als gültig akzeptiert. Der Weg zur vollständigen Einheit ist nach wie vor langwierig und kompliziert. Die Unterschiede erstrecken sich über theologische, kulturelle und historische Dimensionen. Und die Auswirkungen von 900 Jahren Trennung sind nicht einfach zu überwinden. Beide Kirchen erkennen jedoch die Notwendigkeit eines vereinten christlichen Zeugnisses angesichts der Herausforderungen des Säkularismus und der religiösen Indifferenz in der heutigen Welt an. Die Geschichte des Schismas zwischen Katholiken und Orthodoxen vermittelt uns wesentliche Lektionen darüber, wie politische, kulturelle und persönliche Faktoren mit theologischen Fragen interagieren können und Spaltungen hervorrufen, die über Jahrhunderte bestehen bleiben. Auch werden wir daran erinnert, dass in religiösen Auseinandersetzungen die menschlichen Dimensionen wie Stolz, Missverständnisse und Ambitionen ebenso entscheidend sein können wie die doktrinären Differenzen. Zugleich stellen die aktuellen Versöhnungsbemühungen ein Modell dafür dar, wie religiöse Gemeinschaften historische Spaltungen durch respektvollen Dialog, das Eingeständnis von Fehlern der Vergangenheit und die Suche nach einer gemeinsamen Basis überwinden können. In einer Welt, die durch kulturelle, politische und religiöse Spaltungen fragmentiert ist, gewinnt dieses Beispiel der Suche nach Einheit in der Vielfalt eine Bedeutung, die über die Grenzen des Christentums hinausreicht.